Was hat sich die Regierung nun schon wieder ausgedacht? Für ältere Menschen, für Frauen und für Rentner? Möchtest du gerne freiwillig nach 45, 50 oder mehr Arbeitsjahren über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten? Ja, gehen unseren Politikern die Ideen aus? Wer arbeitet gerne freiwillig über das Renteneintrittsalter hinaus? Möchtest du das? Und vor allen Dingen, was hättest du denn davon? Willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so mache das auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Drücke gerne auch die Glocke, um alle Inhalte mitzubekommen, und wenn dir das Video gefallen hat, gebe gern einen Daumen nach oben. Alle Fragen, Anregungen, Informationen schreibe bitte unten in die Kommentare. Den Plan der Ampelkoalition über die Wiedereinführung des Nachholfaktors hatte ich schon in einem anderen Video erläutert. Jetzt spricht Wirtschaftsminister Robert Habeck von einem höheren Renteneintrittsalter. Warum ist das so? Weil die Politiker in den letzten Jahren sich viel zu wenig für die Bildung und Ausbildung junger Menschen interessiert haben. Statt auf Bildung zu setzen, wurde durch die Einführung von Hartz IV, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, eine Faulenzer-Generation herangezogen. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich muss das mal so krass sagen. Ich kenne einige junge Leute, die keinen Beruf gelernt haben, irgendwie es bis zum 25. Lebensjahr geschafft haben, durchzukommen und danach dann eben Hartz IV beantragt haben und seitdem von Hartz IV leben und davon sogar noch teilweise Geld sparen. Die lachen sich kaputt gerade über die alten Leute und überhaupt über alle, die arbeiten gehen. Zwar haben sie nicht so viel Geld, um sich gesund ernähren zu können, aber sie machen keinen Finger krumm für die Wirtschaft. Und ja, sie nutzen eben die Lücke im System, machen keinen Finger krumm für die Wirtschaft. Habe ich schon gesagt, das war eine persönliche Meinung. Eine Befragung in Berlin, Hellersdorf-Marzahn, bei den Schülern kurz vor Abschluss ihrer Schulausbildung nach ihrem Berufswunsch ergab zu 90%, das muss man sich mal vorstellen, über 90% der Schüler haben sich als Berufswunsch Hartz IV gewünscht. Ist das nicht erschreckend? Also es ist unglaublich, also erschreckend und traurig zugleich. Das möchte ich jetzt nur mal nebenbei erwähnt haben. Es geht ja um die Rentner, aber man muss ruhig mal auch das Gesamtbild nehmen. Die Rentner, die schon ihr Leben lang gearbeitet haben, die sollen nun wieder für die Wirtschaft gerade stehen. Und die jungen Leute, die können weiter ihre Füße unter den Tisch schieben, schön von der Kohle vom Staat leben, und die Rentner erwirtschaften die Gelder. Also Leute, ja, man stellt ja ganz plötzlich einen Mangel an Fachkräften fest. Also der sich immer mehr verschärft. Dieser Fachkräftemangel, der kommt so plötzlich wie jährlich Ostern, Weihnachten und der Wintereinbruch. Es ist so. In den nächsten Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand, und nun will die Bundesregierung dazu eine Fachkräftestrategie entwickeln und besinnt sich, man horche, auf die ältere Generation. Man hat festgestellt, und das finde ich unerhört, dass insbesondere bei Frauen und Älteren noch ungenutztes Potenzial gibt. Also das haben sich die Politiker ausgedacht. Bei älteren Menschen und Frauen gibt es noch ungenutztes Potenzial. Was ist mit den ganzen jungen Leuten, die von Hartz IV leben, und mit den hereingeholten angeblichen Fachkräften? Also Leute, ich habe da kein Verständnis für. Ja, wie heißt es so schön? Man möchte einen Rahmen schaffen, damit die Beschäftigten bis zur Regelaltersgrenze und gegebenenfalls darüber hinaus noch arbeiten. Man nennt das erstmal Flexibilisierung des Renteneintritts. Klingt ja erstmal gut, Flexibilisierung des Renteneintritts. Das will man mit finanziellen Anreizen schaffen. Die Hinzuverdienstgrenze bei der Flexirente soll zum Beispiel dauerhaft bei der Corona-Grenze von 46.060 € bleiben. Also vor der Pandemie lag ja diese Grenze bei 6.300 €. Das ist die Grenze, bis zu der man hinzuverdienen konnte, ohne dass die Rente gekürzt wurde. Und diese höhere Grenze jetzt seit Corona, die will man generell beibehalten. Ja, also ich frage mich, die Belastung nimmt ja im Alter zu, und will die Wirtschaft wirklich ältere Mitarbeiter, oder ist das wieder nur ein Hirngespinst der Politiker? Willst du nach jahrzehntelanger Arbeit
weiter mehr arbeiten als nötig und weiter schön brav deine Steuern von deinem Lohn zahlen. Du zahlst eh schon genug Steuern von der Rente. Ja, und was mir aufgefallen ist, von einer Steuerentlastung im Alter, da fällt überhaupt kein Wort. Auf den Ohren sind die Politiker einfach taub. Also ist unglaublich. Also ich finde, das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, wenn überhaupt länger arbeiten, dann aber doch nur mit einem höheren Steuerfreibetrag. Eigentlich will man ja seinen Ruhestand genießen. Wird man aber so dringend für die Wirtschaft gebraucht, müssen einfach andere Reize geschaffen werden. Also Flexibilisierung der Altersgrenze ist für mich persönlich keine Option. Was ist eure Meinung dazu? Also nach einem arbeitsreichen Leben sollte man als älterer Mensch dem Staat doch seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Es ist unglaublich. Die sollen die jungen Leute ranholen und den Alten ein schönes Leben ermöglichen. Die Alten waren die, die für Wohlstand in Deutschland gesorgt haben. Und nun sollen sie weiter puckeln. Also es ist unglaublich. Es ist wirklich unerhört, dass die Rentner das finanzieren sollen. Und was die Politiker sich da wieder ausgedacht haben, also das grenzt jeder, ich finde kein Wort dafür. Ja, der Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat das übrigens ausgeheckt und ist von Beruf, man höre, Schriftsteller und Politiker. Er hat zwar nach seinem Abitur mal Zivildienst geleistet, lediglich in dem damaligen Spastikerverein in Hamburg. Ansonsten hat er noch nie körperlich gearbeitet, ja. Also er hat unter anderem Germanistik, Philosophie und Literaturwissenschaften studiert. Das hat doch keinen Bezug zum täglichen Leben. Also er spricht perfekt Dänisch, das ist ja wunderbar. Aber was hilft uns das? Also wenn die ältere Generation wirklich gebraucht werden sollte, dann nicht mit finanziellen Mitteln, dann höchstens mit Steuerentlastung. Aber meine persönliche Meinung ist, man sollte dafür sorgen, dass die Hartz-IV-Leute reduziert werden, dass die Fachkräfte, die ins Land geholt wurden, dafür vorbereitet werden, dass sie wirklich ihre Arbeitskraft der Wirtschaft zur Verfügung stellen und ihr eigenes Geld verdienen und nicht von dem Geld, was die Rentner erwirtschaften oder als Steuern einzahlen. Also das musste ich jetzt mal loswerden. Ja, länger arbeiten bei gleicher Steuerlast, liebe Zuschauer. Was haltet ihr davon? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt.